Hallo und herzlich willkommen bei Easy Deutsch. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. In unserem Podcast könnt ihr Deutsch lernen und gleichzeitig interessante Themen aus dem Alltag hören. Und heute sprechen wir über ein Thema, das uns alle betrifft: Gesundheit und Wohlbefinden. Genau, wir sprechen über gesundes Essen, Bewegung, Schlaf, Stress und kleine Gewohnheiten, die unser Leben besser machen können. Also macht es euch bequem, hört gut zu und lernt mit uns Deutsch. Los geht's. Max, wenn du das Wort Gesundheit hörst, woran denkst du zuerst? Ich denke zuerst an einen gesunden Körper und genug Energie für den Alltag. Ja, das ist wichtig. Aber für mich bedeutet Gesundheit noch mehr. Was meinst du? Ich denke, dass auch unsere mentale Gesundheit wichtig ist. Wir sollten uns nicht nur körperlich, sondern auch mental gut fühlen. Das stimmt. Wenn ich viel Stress habe, fühle ich mich auch körperlich müde. Genau. Körper und Kopf sind miteinander verbunden. Was machst du denn, um gesund zu bleiben? Ich versuche, gesund zu essen, genug zu schlafen und mich regelmäßig zu bewegen. Das klingt einfach, aber im Alltag ist es manchmal schwierig. Ja, das stimmt. Aber kleine Veränderungen können schon helfen. Dann sprechen wir zuerst über Essen. Was isst du normalerweise zum Frühstück? Ich esse meistens Brot mit Käse oder Joghurt mit Obst. Und was trinkst du morgens? Meistens trinke ich Wasser und eine Tasse Kaffee. Ich trinke morgens auch Kaffee. Ohne Kaffee bin ich nicht richtig wach. Das kenne ich, aber Wasser ist auch sehr wichtig. Wie viel Wasser trinkst du am Tag? Ich versuche, regelmäßig Wasser zu trinken, besonders wenn ich Sport mache oder wenn es warm ist. Isst du oft Süßigkeiten? Ehrlich gesagt, ja. Ich esse sehr gern Schokolade. Ich auch. Aber ich versuche nicht jeden Tag zu viel davon zu essen. Ich glaube, man muss nicht auf alles verzichten. Genau. Die Menge ist wichtig. Man kann Pizza essen, man kann Schokolade essen, aber man sollte auch Gemüse und Obst essen. Genau, eine gesunde Ernährung muss nicht langweilig sein. Max, wie oft machst du Sport? Ich versuche 2 oder 3 Mal pro Woche Sport zu machen. Was für einen Sport machst du? Ich gehe ins Fitnessstudio und manchmal fahre ich Fahrrad. Ich gehe lieber spazieren oder joggen. Wie lange gehst du spazieren? Normalerweise ungefähr 30 Minuten. Das ist gut. Aber manchmal habe ich überhaupt keine Lust auf Sport. Das kenne ich. Wenn ich müde bin, möchte ich auch lieber auf dem Sofa bleiben. Und was machst du dann? Ich sage mir nur 10 Minuten. Und funktioniert das? Ja, oft mache ich dann sogar länger Sport. Das ist ein guter Trick. Bewegung muss übrigens nicht immer Sport sein. Was meinst du damit? Man kann zum Beispiel die Treppe nehmen, zu Fuß einkaufen gehen oder abends spazieren gehen. Stimmt. Kleine Dinge können auch helfen. Ein anderes wichtiges Thema ist Schlaf. Wie viele Stunden schläfst du normalerweise? Ungefähr 6 oder 7 Stunden. Das ist vielleicht ein bisschen wenig. Ja, ich weiß. Aber ich gehe oft spät ins Bett. Warum? Ich schaue abends noch Serien und benutze mein Handy. Das mache ich auch manchmal. Aber danach kann ich oft nicht schnell einschlafen. Vielleicht solltest du dein Handy 1 Stunde vor dem Schlafen weglegen. 1 Stunde, das ist schwierig. Dann fang mit 20 Minuten an. Das klingt realistischer. Wenn man gut schläft, hat man am nächsten Tag mehr Energie. Und man kann sich besser konzentrieren. Genau. Max, hast du oft Stress? Ja, manchmal. Besonders bei der Arbeit. Was macht dir Stress? Zu viele Aufgaben und zu wenig Zeit. Das kenne ich. Was machst du dann? Ich mache eine kurze Pause und gehe ein bisschen spazieren. Das ist eine gute Idee. Und du? Ich höre Musik oder spreche mit einer Freundin. Hilft das? Ja. Wenn ich über meine Probleme spreche,
fühle ich mich oft besser. Ich glaube, man sollte nicht immer alles allein machen. Genau. Manchmal braucht man einfach eine Pause. Was machst du gerne in deiner Freizeit? Ich lese gerne, höre Musik und treffe mich mit Freunden. Ich koche gerne. Kochen? Das hätte ich nicht gedacht. Warum nicht? Weil du immer sagst, dass du keine Zeit hast. Das stimmt. Aber am Wochenende habe ich mehr Zeit. Was kochst du? Meistens Pasta, Suppe oder Reis mit Gemüse. Das klingt lecker und gesund. Genau. Und Kochen macht mir Spaß. Was machst du, wenn du krank bist? Wenn ich erkältet bin, bleibe ich zu Hause und ruhe mich aus. Trinkst du viel Wasser? Ja, ich trinke viel Wasser und Tee. Und wann gehst du zum Arzt? Wenn es mir sehr schlecht geht oder wenn die Beschwerden nicht besser werden. Das ist wichtig. Man sollte seinen Körper ernst nehmen. Ja, wenn man Schmerzen hat, sollte man das nicht einfach ignorieren. Genau. Ich glaube, wir müssen unser Leben nicht komplett verändern. Nein. Kleine Gewohnheiten können schon einen großen Unterschied machen. Zum Beispiel jeden Tag 20 Minuten spazieren gehen. Oder mehr Wasser trinken. Mehr Obst und Gemüse essen. Weniger Süßigkeiten essen. Früher schlafen gehen. Und regelmäßig Pausen machen. Das klingt eigentlich gar nicht so schwer. Genau. Man muss nicht perfekt sein. Wichtig ist, dass man jeden Tag ein bisschen auf sich selbst achtet. Das gefällt mir. Gesundheit beginnt mit kleinen Schritten. Das war unser heutiges Gespräch über Gesundheit und Wohlbefinden. Wir hoffen, dass ihr etwas Neues gelernt habt und gleichzeitig ein bisschen Deutsch üben konntet. Wenn euch diese Folge gefallen hat, hört auch bei der nächsten Folge von Easy Deutsch wieder zu. Und denkt daran, kleine Veränderungen können einen großen Unterschied machen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Easy Deutsch. Tschüss. Tschüss und bleibt gesund.